Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum HP Pavilion 15dk0003ns. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein HP Pavilion 15dk0003ns extrem heiß wird, kann das auf eine Ansammlung von Staub und Schmutz im Inneren des Geräts hindeuten. Diese Ablagerungen können die Kühlung beeinträchtigen und dazu führen, dass die Hardware überhitzt. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann das zu ernsthaften Schäden führen, die teuer zu reparieren sind. Um das Gerät sicher zu reinigen, benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Pinsel oder einen Staubsauger mit einer feinen Düse, Isopropylalkohol, Mikrofasertücher und eventuell eine neue Wärmeleitpaste. Zuerst musst du sicherstellen, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Öffne das Gehäuse vorsichtig, indem du die Schrauben auf der Unterseite des Laptops entfernst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern, damit du sie später wieder verwenden kannst. Wenn du das Gehäuse geöffnet hast, suche den Kühlkörper und den Lüfter. Diese Komponenten sind oft mit Staub und Schmutz verstopft. Entferne vorsichtig den Lüfter, indem du die Schrauben löst, die ihn an Ort und Stelle halten. Achte darauf, die Kabel, die mit dem Lüfter verbunden sind, vorsichtig abzuziehen, um sie nicht zu beschädigen. Reinige den Kühler und den Lüfter gründlich mit einem Pinsel oder einem Staubsauger, um den angesammelten Staub zu entfernen. Wenn du die Wärmeleitpaste ersetzen möchtest, wische die alte Paste von der CPU und dem Kühlkörper mit einem Mikrofasertuch ab, das mit Isopropylalkohol befeuchtet ist, und trage dann eine neue, dünne Schicht Wärmeleitpaste auf. Vergiss nicht, den Lüfter wieder anzuschließen und das Gehäuse sorgfältig zu schließen, indem du alle Schrauben wieder an ihren Platz setzt. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Um zukünftigen Überhitzungsproblemen vorzubeugen, solltest du deinen Laptop regelmäßig reinigen und darauf achten, dass er auf einer harten, ebenen Oberfläche steht, damit die Lüftung nicht blockiert wird. Auch die regelmäßige Überprüfung der Temperatur mit geeigneter Software kann hilfreich sein. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.